unser Weg führt uns nach rechts und da ist noch immer so KTM-Absperrband, die so Strecken markieren. Also hier dürfte auch so eine Motorradstrecke sein. Und da vorne steht ganz klein Quad nach rechts und links rauf geht noch ein Motorradtrack. Aber den können wir nicht fahren. Niemals. Ja? Also es wird gehen, aber es ist schon sehr, sehr verwachsen. Und ich glaube, wir müssen sich damit nicht übertreiben. Nein. Aber es wäre cool, ja, auf jeden Fall. Wir sind hier an einem Aussichtspunkt und hier gibt es ein kleines Hütchen. Ich glaube, das ist jemand drinnen in der Saison und schaut, ob es Waldbrände gibt. Weil der Ausblick ist richtig gut. Riesig. Defender. Lustig. Monteremo San Giovanni Ja? o to from Monteremo San Giovanni? To To go. go. Ma non da qui, Ah, ja, okay. Ja. Der erste andere blaue Defender, den wir live sehen. Urlustig, so schaut das also aus. Das ist übrigens die Hauptstraße. Da sind die Quads und Dirtbikes. Oh, links auch noch ganz viele. Ja, cool. Sehr, sehr viele. Wir sind auf das Nest gestoßen. Ja. Das ist wirklich noch nicht lange her. Wir schauen, ob wir da oben einen Schlafplatz finden. Auf jeden Fall hätten wir einen sehr, sehr schönen Ausblick. Und das Wetter ist gerade so traumhaft. Wir sind so weit oben, die Stadt dort hinten wirkt so klein. Und da links sieht man wirklich den Regen aus den Regenwolken kommen. Das schaut so cool aus. Wir sind fast so hoch wie die Wolken. Und wir sehen, wie der Regen von den Wolken bis runterfällt. Boah. Es hat uns eingeholt. Wir sind, Es so weit, hagelt. wir sind so weit oben, dass es hagelt, ja. Es hat sogar hineingehagelt, dass der eine die Tür aufgemacht hat. Es kommen so richtige Schauern. Ja, wir fragen uns die ganze Zeit, wieso diese Straße existiert. Also es ist ein bisschen seltsam. Vorhin war sie noch befestigt und dann hat es aufgehört, obwohl dort nichts Besonderes war. Vielleicht haben wir es auch nicht gesehen. Ja. Aber es waren auch keine Schilder, so Quelle dorthin oder so, das war nicht. Die Aussicht schaut aus wie aus einem Flugzeug oder wie von einer Satellitenkarte. Jetzt sind wir in der Wolke drinnen. Oh. Auf 1200 Meter Höhe. Da sind Wanderer. Ja, also man kann auch herwandern, aber man kann auch herfahren. Wir sind jetzt oben angekommen, weiter geht's nicht, nur zu Fuß. Also ein offizieller Parkplatz hier. Sicher schöne Aussicht, wenn man nicht gerade in der Wolke ist. Und da ist eine ganze Wandergruppe. Ja, Sonntagswanderung. Sonntag ist nämlich. Aber sehr windig, das stimmt. Ja, also den haben wir da hinten nicht gesehen noch. Und die Wolken wehen richtig so von unten hinauf. Wie auf einer Schanze. Schaut cool aus. Boah, nur schnell. Schau wie schön. Hier auf der Seite ist ein Stück von der Befestigung weggebrochen. Das ist echt spooky. Die Felder sind ganz wundervoll und süß. Also wir sind wirklich unterkante Wolken.
unsere Handbremskontrolllampe. Wenn wir Offroad bergab fahren, glaube ich, habe ich mittlerweile herausgefunden, dass es auch nicht mehr anfängt zu blinken. Weil die Handbremse ist ganz sicher ganz leuchtet. gelöst. Mittlerweile sind wir irgendwann mal wieder in die Spur gemündet von diesem KTM-Rundrennen da. Und ja, wir wissen jetzt schon, grüner Pfeil heißt eigentlich leicht und roter Pfeil schwer. Und schwer ist für uns unfahrbar und leicht war manchmal auch zu eng bis jetzt, was wir gesehen haben. Und das jetzt ist leicht grün. Also ja, man sieht auch ganz viele Motorradfahrspuren. Und das ist teilweise hängen die Sachen wirklich tief, die Äste. Aber von der Breite her geht es sich meistens aus. Bei den Kurven müssen wir oft zurücksetzen, weil die sehr eng sind. Aber ja, es ist sehr abenteuerlich und richtig schön. Sehr, sehr eng. Entschuldigung, Baum. Ein bisschen was im Weg. Zurück. Keine Ahnung, wieso das jetzt da jetzt auf einmal anfängt, weil es jetzt, weiß ich, einige Naja, Kilometer ja, aber das ist davon. halt vielleicht vor, weiß ich, einem halben Jahr oder so alles gerutscht. Ja. Na, ich würde es auf jeden Fall zu Fuß jetzt mal abgehen, weil auch hinter der nächsten Kurve schaut es noch so aus. Und ja, dann abschätzen, ob es die Arbeit wert ist, das alles abzusägen. Weil kaputt machen tun wir ja nichts. Ja, das ist schon kaputt. Ja. So, also selbst wenn man sich den Weg da frei machen würde und da frei machen würde und da frei machen würde und da frei machen würde, da frei machen würde, da frei machen würde, dann ist der Weg zwar hier noch breit genug, aber da geht der Weg dann in so ein richtig grobfelsiges Flussbett über, was man auch noch mit ein bisschen Geschick, Zeit, Geduld und Steine räumen auch noch fahren könnte. Aber diese Kante da vorne macht den Weg komplett unfahrbar. Ja, also Kante ist so hoch, geht mir bis daher. Das ist die Kante. Unmöglich. Also alles wieder zurück. Aber es ist auf jeden Fall komisch, weil der Weg bis jetzt war wirklich lange, zwar sehr eng, aber trotzdem immer noch breit genug für ein Auto. Und wir haben auch Autospuren gesehen, Reifenspuren. Dann haben wir uns gedacht, ah super, wir sind schon auf der sicheren Seite. Wenn es schon Autospuren gibt, dann geht's. Dann können wir ruhig da noch weiterfahren. Und dann kommt das. Aber ja, gut, jetzt umdrehen. Ist auch noch spannend. Rechts vorne kommt jetzt ein Stein. Vielleicht solltest du noch weiter lenken. Weiter nach links fahren oder weiter nach rechts fahren? Weiter nach links. Das ist rechts. Naja, wie auch immer. Ja, das ist hinten ein Stein, aber das ist okay. Okay, oder du beginnst nochmal von ganz von vorne. Du fährst nach vorne und beginnst dann gleich weiter beim Hang. Nicht weiter zum Abgrund. Ja, schaust du mir mal vorne bitte. Der muss weg. Der muss weg. Nein! Probier noch vorsichtig nach hinten. Das Problem ist, du liegst auf dem auf, damit du nicht nach links, weißt du. Ja, ganz ehrlich, wir sollten es nicht riskieren und weiterfahren, sondern unser mühsames Bergequipment auspacken. Ja. Wie schaut es hinten aus? Nicht gut. Ja gut. Du hast den sagt man nicht. Und es wird nicht so cool. Okay, nein, da ist eh nicht drauf. Na gut, dann räumen weg und fahr nach vorne. Okay. Ja dann. Naja,
So einfach ist noch nicht gesagt. Dann. Aber ja. Steinfeld! Als wäre da irgendwo jemand. Ja. Ja. Ach, Dani. Naja, ja, wir können es schon noch versuchen. Noch. Ja, also bitte. Voll anlenken. Und dann Genau. Das sollte passen. Und dann fahren wir gleich weiter am Hang. Sondern zuerst ein Stückchen geradeaus fährst. Und dann hast du da auf der Seite mehr etwas. Mehr Halt. Und dann kannst du einschlagen, weil dann macht das nichts mehr. Achso, so meinst du. Okay. Ja, aber wenn ich jetzt auch einlenke nach vor, dann geht es eigentlich auch, oder? Ja, es sollte beides kein Problem sein. Ja, gut. Wollen wir noch alles unter uns weg, dass uns Was uns stören könnte. bescheren könnte. Okay, gut, also Daumen in den Rücken. Daumen drücken, es wird schon. Ja, ja. Ja. Weiter einlenken. Ja, super. Weiß ich, du fährst jetzt noch ein Stückchen nach vorne oder nach hinten? Ja, ich muss jetzt das Auto so drehen. Ja. Okay, ich glaube, es sollte passen. Da oben sollten wir dann umdrehen können und dann können wir alles wieder vorwärts fahren. Genau. Jetzt geht es noch geradeaus bis zu unserem Startplatz. Naja, nein. Ich fühle mich nicht so wohl, weil wenn es in der Nacht regnet, dann sind die Kehren rutschiger und dann kommen wir nicht bergauf. Also Okay, also wir fahren ein bisschen auf. fertig fahren. Ja, okay. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass wir alle Kehren wieder zurückkommen, die wir jetzt gefahren sind. Aber Nein, ich glaube schon. also es gibt jetzt nicht viel Grund, Sorge zu haben. Oder es ist schon so, dass wir jetzt in einer Sackgasse bergauf sind. Also das heißt, wir müssen alles schaffen bergauf. Wir haben Aber einen das- Defender. Ja, wir haben einen Defender, Tieflock und gute Reifen, aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben noch ein bisschen Grünzeug am Dach, nehme ich an. Aber die Erleichterung ist groß, weil ja, Defender, super. Und ja, jetzt sind wir wieder auf einer gestrichelten Straße, die kennen wir schon. Also da wissen wir quasi, dass die gestrichelte Straße nicht kritisch ist. Das heißt, wir werden uns jetzt wahrscheinlich da irgendwo hinparken. Das ist schon richtig schön. Ja. Beginnt gerade wieder zu hageln. Wir sind ziemlich geschützt, über uns sehr viele Bäume. Aber gerade rechtzeitig geschafft eigentlich. Ja, also wir haben einen richtigen, Garten hier. ja eigentlich so wie einen Holzschuppen. Au. Aber so, Ach, sorry. Hier unter dem Dachzelt hat sich eine jetzt angesammelt. ja. Die Dachzelthülle macht das gut, auf den Ecken ein bisschen ranzig, Ja. aber vollkommen im Rahmen. So, ich will das noch kurz nachbesprechen, wie das vorhin passiert ist, dass wir so nah am Abgrund gestanden sind. Und das war mein Fehler, weil ich war dafür verantwortlich, dass wir nicht... Übrigens, Entschuldigung, dass ich dir reinplaudere, das ist ein Stöckchen im Haar. Wahrscheinlich mehrere. Und ich möchte nur dazu sagen, ich bin nicht böse auf die Karin und ich zwinge sie nicht dazu, das zu sagen. Das stimmt. Aber ich möchte schon sagen, ich war dafür verantwortlich, dass wir nicht so nah zum Abgrund kommen. Ich sollte eben sagen, wann Stopp ist. Und ich dachte mir irgendwie, dass es sich ausgeht. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wir hätten einfach weiter am Hang fahren können. Das war ganz dumm von mir. Und ja, wir haben was draus gelernt. So, wir haben jetzt noch circa eine Stunde ferngesehen. Dieses bisschen Normalität hat die Aufregung wieder abflauen lassen. Und jetzt sind wir bereit zum Schlafen. Aber es war schon ziemlich aufregend. Vor allem, weil das Auto halt dann so seitlich schon einfach viel zu weit seitlich ist. Und man sich denkt, so, ja, also
es ist nicht so, ja, ich rufe den ÖMTC an oder sowas, sondern also entweder man bringt sich selber raus oder man wandert einen ganzen Tag, bis man in der Stadt ist und irgendwie anders Hilfe organisieren kann. Es fahren ja genug Defender herum, also insofern, aber es wäre trotzdem ein Projekt geworden. Ja, nur noch Glück gehabt. Und ja, Gesundheit und gute Nacht.